Das heutige Thema: eine erfolgreiche Kopfschmerzbehandlung nach einem Rodelunfall. Es ist schon einige Jahre her, da kam eine vielleicht 25-jährige Frau zu mir in die Praxis und hat sich furchtbar über Kopfschmerzen beklagt. Kopfschmerzen, die immer dann aufgetreten sind, wenn Spannungsänderungen aufgetreten sind. In der Hitze, beim Arbeiten, beim Schwitzen, beim Stress, also immer dann, wenn der Kreislauf sich verändert hat, der Blutdruck sich verändert hat. Und das Einzige, was sie mir sagen konnte, wo sie mir einen Anhaltspunkt geben konnte, war, dass sie diese Schmerzen schon seit der Kindheit hat und niemand findet die Ursache, hat sie gemeint, und niemand kann ihr helfen, und sie hofft so sehr, dass uns das zusammen gelingt. Da sie mir aber keine Anhaltspunkte geben konnte, habe ich das, wie ich es so oft mache, den kinesiologischen Handlängen bzw. Muskeltest dazu verwendet, um die Ursache zu finden. Weil ohne Ursache eine Lösung zu finden, ist eigentlich fast nicht möglich. Und das war sehr, sehr interessant. Darum erzähle ich dieses Erlebnis auch so gerne. Das war so interessant. Es ist herausgekommen, 3 Jahre alt, einen Unfall. Mehr habe ich da nicht herausgefunden. Die Frau ist während der Behandlung aufgestanden, hat die Mutter angerufen, hat gesagt, was war mit 3 Jahren. Und sofort hat die Mutter gewusst, ja, da sind wir Schlitten gefahren und sind an einen Baum geprallt. Und du bist mit dem Kopf richtig gegen den Stamm geknallt. Das war dann die Ursache. Was tun damit? Das war aber schon in der Zeit, wo ich mit der Knochenarbeit, mit der Kopfarbeit in der Schneidermethode gearbeitet habe, wo ich schon wusste, wie ich zumindest außen und auch im Knochen oder in den Nähten Verspannungen lösen konnte, Verklebungen lösen konnte. Nur so etwas hatte ich da bis dahin noch nie. Das war für mich sehr überraschend, sehr herausfordernd. Da habe ich mir dann überlegt, was kann da passiert sein oder wie kann das theoretisch sein? Und dann habe ich das Bild gesehen. Sie knallt an den Baum. Das Gehirn hat es an die Schädeldecke geklatscht quasi, also durch diesen Aufprall, durch diese Prellung des Gehirnes auf die Schädeldecke. Da muss ein Bluterguss der harten Hirnhaut bzw. der Knochenhaut, der Schädelknochen passiert sein, und durch den Austritt aus dem üblichen System, aus den Blutgefäßen, aus den Zellen, wird jede Flüssigkeit zu Klebstoff. Dieser Klebstoff ist wichtig, damit Reparaturen, also Heilung, passieren kann. Der Nachteil dabei ist, dass dieser Klebstoff oder diese Verklebungen dann nicht mehr nützlich sind, sondern hinderlich sind. In diesem Fall war es so, dass da die harte Hirnhaut mit dem Knochen verklebt ist und dadurch ist das Gehirn nicht mehr frei geschwommen sozusagen. Und bei jeder Spannungsänderung hat das zu Druck bzw. zu Zug geführt, was dieser Frau diese Kopfschmerzen ausgelöst hat. Wie ich das verstanden habe, habe ich mit der Schneidermethode, mit der Modulationstechnik der Schneidermethode den Kopf behandelt. Es schaut sehr eigenartig aus, sehr ungewöhnlich, ist aber für den Patienten sehr angenehm. Und so circa nach 20 Minuten, ich habe den ganzen Kopf durchgearbeitet, alles frei gemacht. Auf einmal hat es einen richtigen Rumpler, einen richtigen Knall gemacht. Sie hat mich angeschaut, ich habe sie angeschaut, wir waren beide total überrascht, ja, überrascht. Und dann hat sie sich aufgesetzt und hat gesagt, jetzt ist die ganze Spannung weg. Wir haben uns dann noch einen weiteren Termin ausgemacht und nach 2-3 Tagen hat sie mich angerufen und hat gesagt, du, ich brauche keinen Termin mehr. Alle Verspannungen sind weg. Ich hatte seitdem weder Kopfweh noch Verspannungen noch irgendwas. Das hat mich sehr berührt und auch sehr gefreut und natürlich Motivation gegeben, um weiterhin in diesem Thema zu forschen.
Weitere Videos zu unterschiedlichen Kopfschmerzen, aber auch zu vielen anderen Themen findet ihr demnächst in unserem Kanal. Wenn euch diese Videos gefallen, dann drückt auf die Glocke, damit ihr keines der Videos verpasst. Und wenn ihr einen Beitrag leisten wollt, damit dieses Thema, dieses Lösungsthema in die Welt hinausgetragen wird, dann verteilt es bei Freunden, verteilt es, wo es möglich ist. Ich danke euch, bis zum nächsten Mal.